Da steht er in Anthrazit Metallic, eine Tageszulassung, ein Ford Transit, vielleicht 100 Kilometer drauf, ja quasi neu. Und hier ist der Matthias Heim. Grüß dich, Matthias. Servus, hallo. Ja, und Sie sich mal kurz vorstellen? Mein Name ist Helmut Wahl. Herr Wahl, das ist ein tolles Auto. Ihr habt ihn ganz oft bereits verkauft, oder? Das ist richtig. Der Transit ist ein spezielles Fahrzeug im Nutzfahrzeugbereich in verschiedenen Größen und wird sehr oft verkauft. Ja, er ist sehr, sehr, sehr zuverlässig. Innen im Raum, das kennt man ja von Nutzfahrzeugen, es scheppert und poltert. Das hier ist schon eher Pkw-ähnliches Fahren oder ist sehr leise. Das heißt, Sie sitzen vorne, Sie haben 2 oder 3 Sitze vorne und es ist ein erhöhtes Fahren. Sehr bequem, weil das ist der Arbeitsplatz eines jeden, der dieses Fahrzeug fährt. Und von daher soll die Bequemlichkeit nicht zu kurz kommen. Ne? Ja, das ist vielleicht ganz wichtig, wenn ich damit vielleicht mal 100.000 Kilometer gefahren bin, dann sind es ja einige Stunden. Wenn Sie mal so lieb sind, das mal kurz öffnen, die Tür, dass wir mal reinschauen können. Lederlenkrad ist mit drin. Das ist schon, es hat nichts mehr mit dem zu tun, was man so von Nutzfahrzeugen kennt, oder? Das ist richtig, ja. Die Entwicklung geht weiter, auch bei Ford. Und das heißt also, es ist an alles gedacht worden, was der Fahrer hier braucht, wenn er länger im Fahrzeug sitzt. Ne? Ja, bis zu 40%. Das ist jetzt praktisch vor dem Facelift. Die letzte Version, die rauskam, ist die denn schlechter wie die neue, die kam? Nein, aber die Entwicklung geht immer weiter und dieses Fahrzeug ist halt noch vor dem Facelift. Deswegen haben wir ihn zugelassen. Das Fahrzeug wurde nicht gefahren und hier können wir bis zu 40% Rabatt bieten als Einzelfahrzeug. Ja, toll. Vielleicht der Fahrersitz. Es gibt eine tolle Ergonomie hier, das heißt, man sitzt wirklich gut. Richtig, der Fahrersitz ist verschieden einstellbar, das heißt vor und zurück. Man kann die Sitzfläche in der Höhe noch einstellen, die Lehne einstellen und die Höhe natürlich einstellen. Ja, es können bis zu 3 Personen Platz finden. Normalerweise sind es ja, ich sag mal, ist meist der Fahrer ist ja alleine, ja. So ist es, aber er kann noch 2 Leute mitnehmen. Ja. Ist denn da genug Platz? Da ist genug Platz. Ich darf Ihnen gerade mal noch was kurz von der anderen Seite zeigen. Gerne, ich komme mal mit. Das heißt, wenn der Fahrer alleine fährt, dann kann er diese Mittelkonsole noch rausziehen und kann Wäscheablage, er kann seinen Laptop hier reinstecken, ja. Oder aber er benutzt, wenn man das nicht sehen soll, diese Ablagefläche unter den Sitzen. Ich zeig das mal gerade, ganz kurz Augenblick. Das heißt, es gibt so ein kleines Geheimfach, wo man Sachen auch unterbringen kann, die zum Beispiel diebstahlgefährdet sind oder ich sag mal, dass das Ding einfach leer ist. Richtig. Unter den Sitzflächen ist nochmal ein Stauraum, wo man verschiedene Dinge ablegen kann. Ja? Man könnte auch einen Subwoofer einbauen, theoretisch. Zum Beispiel, ja. Das war Spaß, aber... Einfach zur Hand haben und schon ist er wieder zu. Ja? Ja, jetzt haben wir aber was verraten, der Wahl. Ja? Nicht, dass die Diebe dazu anschließend reinschauen. Wichtig ist natürlich die Sicherheit. Fahrer-Beifahrer-Airbag, der ist auch abschaltbar. Jawohl. Das heißt, also wenn ich den Kindersitz hier auch mal reinmache, kann ich ihn abschalten. Richtig. Ist hier einfach abschaltbar mit dem normalen Schlüssel. So, dann gehen wir mal ganz kurz mal zur Seite, mal rein, wenn Sie mal so lieb sind, das mal öffnen. Bis zu 4 Euro Paletten passen hier rein, das ist schon einiges. Richtig. Wir haben hier 2 längs und 2 quer durch die Rathäuser. Das Fahrzeug hat hier auch noch die Besonderheit, dass es einen Holzboden drin hat und die Airline-Schienen oben und unten mit den Fittingen, um Ladung zu sichern. Bei Ladungssicherung ist heute ein großes Thema. Ja, auch das ganz große Thema Sichtbarkeit. Hier ist LED eingebaut, richtig. Unglaublich hell. Ja, die LEDs gehen sofort an in dem Moment, wenn ich eine Türe öffne. Das heißt, wenn es dunkel ist, gerade um die Jahreszeit, ist es taghell im Fahrzeug. Stark. Also der Boden ist sehr belastbar. Ich habe mal einen Film gesehen vom Hersteller, was die alles damit machen können. Also das heißt, man kriegt den so schnell nicht kaputt. Das ist richtig. Er ist auch noch anti-rutsch beschichtet. Er hat an den Öffnungen, an den Seiten und hinten nochmal die Aluschienen, sodass er nicht ausfranst, wenn die Ladung reingeschoben wird. Er hat zudem noch die Ösen, um Ladung nochmals zu sichern, wenn das hier nicht ausreicht. Ja? Ja, überall Ladungssicherung kann man gar nicht oft genug sagen, ganz, ganz wichtig, denn ich kann hier weit über 1 Tonne zuladen hier bei dem Auto und da muss man schon ordentlich festmachen. Das ist richtig, ja. So, ich schau mal kurz hinten rein. Die Türen, die kann man auch aushängen so ein klein wenig, dass ich noch weiter öffnen kann. Das geht bei ganz vielen Fahrzeugen, auch hier beim Ford. Jawohl. Das heißt also, ich kann sie bis zu 180 Grad öffnen. Moment, ja, 180 Grad. Sodass also auch ein Gabelstapler bequem Ladung platzieren kann. Das wird auch laufend gemacht. Man muss sagen, also die Beladung per Gabelstapler bei dem Fahrzeug ist nicht unüblich. Das ist richtig, ja. Deswegen die Türen 180 Grad Öffnung, ja. Und die Höhe ist enorm.
Das heißt also, der Gabelstapler kann hier laden, nicht? Ja. Wenn Sie mir noch mal kurz eine Information geben, 3,5 Tonnen, das bedeutet, ich kann so schnell fahren, wie ich möchte mit dem Auto. So schnell fahren, wie das Fahrzeug fährt. Der ist natürlich irgendwo gedrosselt bei ca. 170 Stundenkilometer. Ja. Man muss bedenken, dass das Fahrzeug sehr hoch ist, was Seitenwind betrifft und so. Aber 170 Stundenkilometer sind schon enorm für solche Fahrzeuge. Ja? Die wichtigsten Fahrersicherheitssysteme sind eingebaut, wie ESP zum Beispiel? Jawohl, ESP ist drin. Sie haben die Sicherheitsgurte, neuerdings so die Sicherheitsgurte, wenn ein Aufprall erfolgen sollte, werden die Sicherheitsgurte Sie in den Sitz reinziehen. Sie fallen nicht mehr nach vorne oder zurück, ja, sondern Sie Airbags, Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag vorhanden. Ne? Immer, ja. 40% Rabatt, also am besten mal sich an Sie wenden. Kann ich denn die Fahrzeuge finanzieren? Kann ich die leasen? Wie funktioniert das meistens? Was wird meistens gemacht? Im Handwerksbereich wird es so sein, oder das zu 85%, sage ich mal, werden die Fahrzeuge finanziert. Teilweise über die Fortbank, weil die Fortbank bietet den besten Zinssatz für die Handwerker. Zurzeit 1,99 im 48-Monats-Bereich, was über 48 Monate geht, bis 72 Monate sind es 2,99%. Dann haben wir zweimal im Jahr die Gewerbewochen, da wird nochmal der Zins runtergedrückt. Bislang war es so im 48-Monats-Bereich überhaupt keine Zinsen, das ist schon lukrativ. Ja. Die Frage ist die Lebensdauer. Was empfehlen Sie denn? Also wenn ich jetzt im Leasing bin, zahle ich ja immer die gleiche Rate. Ja? Kann man so alle 4-5 Jahre mit einem großen Innovationsschub schon rechnen, oder? Das ist richtig. In der Regel, wenn geleast wird, sind es 36 bis 48 Monate. Es empfiehlt sich gerade im Handwerkerbereich zu überlegen, wo wird das Fahrzeug eingesetzt, was Leasing betrifft. Wenn es ein Baustellenfahrzeug ist, kommt das Erwachen meistens nach der Leasing-Laufdauer. Das heißt, dann wird das Fahrzeug nochmal bewertet und dann wird jede Beule bewertet. Und deswegen ist die Finanzierung hier für solche Fahrzeuge eher vorteilhaft. Okay, das heißt, die Finanzierung, da gehört mir das Auto anschließen. Ich kann es komplett finanzieren. Ich nehme an, eine Ballonfinanzierung geht auch? Geht auch. Das heißt also, das ist eine sogenannte Systemfinanzierung bei der Fortbank. Und dann steht der Rest noch da nach Ablauf der Finanzierung. Der kann entweder weiterfinanziert werden als Gebrauchtwarenfinanzierung oder bezahlt werden, nicht? So kleine Helferlein, wie zum Beispiel automatische Erkennung, wenn es regnet, ist das eingebaut? Das kann man mit bestellen, das heißt ein Regensensor. Ja. Der merkt automatisch, wie viel Wasser auf die Scheibe kommt, geht entsprechend schnell oder langsam. Wir haben bei diesem Fahrzeug auch noch die Parkpiloten vorne, Parkpiloten hinten. Und praktisch, oder? Ja, das muss sein, weil das heißt, ein Rempler ist schon teurer wie die Parkpiloten, die man da mitbestellt, nicht? Ja, Lebensdauer, die Fahrzeuge sind gebaut für die Strecke, muss man sagen. Das ist zum Beispiel auch mal ein Kurierdienst, die das vollkommen bequem fahren können. Wie ist denn so die Lebensdauer? Haben Sie Fahrzeuge mit 200.000, 300.000 Kilometern? Jawohl, das heißt also, das sind Dieselmotoren, 2-Liter-Motoren und die haben wir schon mit teilweise 150.000 bis 250.000 Kilometer. Ja. Die machen Spaß beim Fahren. Was ist hier, glaube ich, eine Motorvariante, was hier eingebaut? Hier sind jetzt 130 PS verbaut in dem Modell. Die gehen gut? Die reichen vollkommen aus für diese Größe. Das heißt also, es gibt dann auch mit 170 PS, das kommt immer wieder darauf an, wenn der Unternehmer selbst drauf sitzt, ja, dann macht er das so oder bestellt das Fahrzeug so, wie es ihm Spaß macht. Aber in der Regel sind es 130 PS. Okay, also hier ist jetzt das Wichtigste drin, dass auch die Fahrer, ich meine, entsprechend die Leute Personal zu finden, ist ja gar nicht mehr so einfach, gerade im Nahverkehr. Ja, müssen die Leute fit sein, die müssen nett sein, freundlich sein beim Ausliefern. Da will man denen einen ordentlichen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Wie ist denn so die Reaktion auf Ford? Sind die damit zufrieden? Bisher haben wir keine große Reklamation, das heißt, es kann immer wieder was passieren. Deswegen haben die Fahrzeuge ja auch 2 Jahre Garantie und 12 Jahre auf Durchrostung. Ja, ich meine so das Design, ob den Leuten das gefällt, also die das fahren, sind die stolz auf die Autos? Handwerker zum Beispiel, die finden die cool? Ich gehe davon aus, denn die Vielzahl der verkauften Fahrzeuge gibt uns ja recht. Ja? Understatement pur, ja, von der Zentralgarage in Dillingen. Ja, ihr habt das spezialisiert auf Nutzfahrzeuge. Ihr macht hier an diesem Standort nur Nutzfahrzeuge. Wir machen hauptsächlich Nutzfahrzeuge, das heißt aber auch im Pkw-Bereich gehört zu uns. Es hat sich schon oft erwiesen, wenn wir den Einstieg haben beim Kunden mit dem Nutzfahrzeug, dass der Pkw automatisch nachher folgt. Ja, das ist circa, ich glaube, rund 200 Meter weiter ist das ganz große Pkw-Haus. Ja, ihr macht aber hier in dem Standort Nutzfahrzeuge. Service, habt ihr große Probleme, irgendwelche Kinderkrankheiten mit dem Transit gehabt? Nein, keine. Das heißt also, das Fahrzeug ist ausgereift. Den Transit gibt es auch schon ein paar Jährchen. Ja? Okay, jetzt ist Ford ja was ganz Besonderes im Saarland. Also hier gibt es auch ein Ford-Werk, hier wird aber nicht gebaut. Aber ich sag mal, der Zuspruch zu Ford ist schon enorm, oder? Ja, das heißt also, wir haben hier vor, sage ich mal, 5 Jahren angefangen mit dem Nutzfahrzeugbereich. Und das, was Sie jetzt sehen, ist daraus entstanden. Ja? Ja, es gibt das auch in allen Größen. Der Kurier unglaublich günstig, unglaublich haltbar. Und da kriege ich auch schon einiges rein.
Selbstverständlich. Den Kurier gibt es in 2 Varianten. Einmal mit einer festen Trennwand oder wie Sie hier sehen mit der Gittertrennwand. Die Gittertrennwand kann ich um den Beifahrersitz schieben, sodass der Ladevolumen noch mal ein bisschen größer wird. Ja? Okay, und dann gibt es nächste, ist Connect Custom und da hinten steht der neue Transit, der praktisch der alte ist. Das ist ein Facelift, das heißt, es wurden ein paar Bauteile geändert innen drin. Es gibt auch andere Technik. Genau, richtig. Also was man von einem sieht, von außen jetzt, sieht man halt den neuen Kühlergrill, die neuen Lampen und unten hat schon mal ein bisschen was getan, das sieht man auch noch mal. Und ansonsten von innen halt, es gibt neue Fahrerassistenzsysteme, es gibt ein neues Radiosystem im Fahrzeug, da hat schon ein bisschen was getan. So ist es. Ja, 40%, das lohnt sich. Das ist quasi im Moment auf dem Hof der letzte, den ihr habt. Die Farbe ist schick. Ja, genau. Passt, oder? Ja, das passt sehr. Das ist eine Farbe, die circa seit 2,5 Jahren existiert. Magnetic Grau Metallic ist sehr dienlich. Ja. Und je nachdem, was der Unternehmer mit dem Fahrzeug macht, Werbung auch noch außen in einer gewissen Farbe, das kommt gut an. Nicht? Wenn die Fahrzeuge jetzt zum Beispiel werbebeschriftet werden, gibt es die Möglichkeit, dass ihr euch mit dem Kunden in Verbindung setzt. Der wird gleich komplett beschriftet ausgeliefert auf Wunsch? Das heißt, wenn der Kunde das möchte, kann das bei uns passieren. Ja? Wir haben 2, 3 Unternehmen, die Beschriftung machen. Die können wir vermitteln. Und wir können auch anbieten, dass das Fahrzeug bei uns beschriftet wird. Ne? Super, ja. Wo findet man euch beide denn? Also ihr seid ja, glaube ich, zu dritt in dem Bereich. Neuwagenverkauf, richtig? Genau, richtig. Und zwar in Dillingen, 66763, in der Konrad-Adenauer-Allee 6. Ja, wenn Sie Lust haben, bis zu 40% Rabatt. Die Firma heißt Zentralgarage in Dillingen und da gibt es ganz, ganz viele Fahrzeuge, unter anderem ganz, ganz viele Nutzfahrzeuge. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie Lust haben, am besten wendet man an euch. Wie komme ich zu euch? Genau, es ist Dillingen die Abfahrt, Dillingen Mitte, gegenüber von der Eishalle in Dillingen. Ja, ganz leicht zu finden. Vielen Dank. Tschüss. Gerne. Ciao.